Hi und herzlich willkommen zum Stand der Dinge. Ja, im Bereich des Diamond Painting. Ich habe hier schon mein Sleeping Lotus Dragon liegen. Und falls du mein letztes Stand der Dinge gesehen hast, weißt du vielleicht, dass ich das ja zu dem Event der lieben Heike painte. Steam Tazy. Ja, da werden alle 2 Tage eine Nummer gezogen, oder da wird alle 2 Tage eine Nummer gezogen, die dann gepainted werden darf. Und das Event geht 2 Monate. Wir sind jetzt im letzten Monat sozusagen von dem Event hier. Und ich hoffe, dass ich das Ende des Monats September fertig habe. Du siehst, die 30 vom Anfang fehlt mir immer noch. Ja, warum auch immer. Irgendwie drücke ich mich um diese Zahl. Aber wenn die Tage wieder ein bisschen ruhiger werden, wird sie nachgepaintet. Genau. Denn momentan ist jeden Abend oder jeden Spätnachmittag, Abend irgendwas. Und ich komme wirklich selten zum Painten. Ja, aber gut, das ist manchmal so. Das ist so eine Phase und dann wird es auch wieder ein bisschen ruhiger. Ja, heute am Sonntag ist, glaube ich, die 28 dran. Ich habe sie noch nicht gestartet. Es ist Sonntagmorgen bei mir. Und ja, die werde ich heute Mittag in aller Ruhe painten. Schön sachte und langsam. Wobei auf die hier freue ich mich eigentlich ganz dolle, wollte ich sagen, aber ich freue mich auf das Feld, denn hier hat man ein bisschen Color Blocking mit dabei. Also ich sehe schon, der Haken ist hier relativ viel. Der Pac-Man ist viel, genauso wie, ich weiß nicht, ich will immer sagen, das Studentenhütchen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Der ist auch hier drin und der ist auch ein Fairy Dust Ton und deswegen freue ich mich auf den. Den finde ich nämlich sehr, sehr schön hier in dem Bild mit so Silber Fairy Dust drauf oder Silber Glitzer, silbernem Staub auf dem dunklen Blauton. Ja, aber wie gesagt, das werde ich heute Nachmittag spät, wahrscheinlich gegen 4, werde ich das Feld hier starten. Zwischen, ja, 4 oder 5, so irgendwas. Weil ich denke, da sind wir dann auch wieder zurück. Ich backe jetzt gleich noch einen Kuchen und dann fahre ich noch hoch zu meinen Eltern sozusagen. Die wohnen eher auf dem Dorf und nicht in der Kleinstadt wie wir. Aber trotzdem, da fahre ich immer ganz gerne hin und ich finde, heute am Sonntag kann ich auch mal einen Kuchen mitbringen. Einfach, um sie mal zu überraschen und was Schönes mit ihnen zu machen. So, ich muss das mal ganz kurz rüberlegen. Du hörst mich wursteln wahrscheinlich, denn ich möchte dir noch ein Bildchen zeigen, was ich für Pfote, Kralle und Co. painte. Da habe ich mich jetzt gestern angemeldet und habe auch gestern Abend das kleine Fältchen hier gepaintet von dem schönen Fuchs von AI Kunstwerke, der Fuchs im Blütenzauber mit Strass, mit Fairy Dust und AB. Und ja, es ist von diapop.net das Bildchen. Hat 52 Farben und ich finde wirklich sehr, sehr schön. Ich habe das jetzt mit Release Paper ausgelegt, unbedrucktes aber, denn ich finde, da kann man den Fuchs noch so einigermaßen durchsehen und ich dachte, zum Zeigen ist das ein bisschen schöner.
Ja, den hatte ich ja mit dir vielleicht zusammen gestartet bei dem Abkitten. Habe das jetzt auch fertig gemacht, aber ich habe das ja fast 2 Tage gesessen. Also ich habe mir das aufgeteilt auf 2 Tage einfach, weil ich nicht dazu kam. Ja, hier ist noch das Startkennwort mit drin, damit ich weiß, dass das für ein Event war. Und hier sind die ganzen Farben drin. Ja, sehr, sehr schön. Ich habe mir jetzt doch noch die DMC-Nummer dazu getan, weil ich, wenn ich nachher die Steinchen auffülle, das Symbol ja gar nicht da drauf habe. Ich meine, ich könnte dann hier gucken nach dem Symbol und dann hier suchen nach der DMC-Nummer, weil auf den Tütchen steht ja nur die laufende Nummer und die DMC-Nummer. Aber wenn ich das dann in der Hand habe und hier die DMC-Nummer mit dabei steht, kann ich es halt einfach direkt greifen und auffüllen sozusagen. Irgendwie hat mir das besser gefallen, wenn ich da Symbol und DMC-Nummer drauf habe. Ja. Ja, schauen wir mal. Das Event von Fotogralle und Co. geht auch 2 Monate, September und Oktober. Das Bildchen hier ist ja 40 x 40 und darf dann auch, ich denke mal, über die 2 Monate mitwachsen. Ja, sehr schön, sehr schönes Bild. Da freue ich mich. Und ich finde so jetzt gerade in die Übergangszeit, finde ich, passt das sehr, sehr gut. Jetzt habe ich den Zettel vergessen. Aber steht noch dahin. Ja, das ist auch einmal gepainted worden die Woche. Wie gesagt, es war die Woche nicht sehr, sehr viel. Aber gut, so Wochen, wie gesagt, gibt es ja auch. Was ich aber noch gepainted habe, ist das Überraschungsbild vom letzten Monat. Das ist jetzt komplett fertig. Da hat ja nur hier unten die Ecke gefehlt. Und ja, das ist die Libre oder Libra, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Also die Waage, Sternzeichen Waage, 53 Farben, und das habe ich im August gestartet als Überraschungsbild für den August. Ich wurde nicht ganz fertig, also hier unten, ich glaube 4 oder 6 Kästchen 10 x 10 haben noch gefehlt. Bei 4 bin ich mir sicher, weil das hier war. Ich weiß aber nicht, ob ich vorne dran die 2 schon fertig hatte oder nicht. Deswegen 4 oder 6 Kästchen hatten gefehlt. Ja, und jetzt muss ich ja ehrlich sagen, könnte ich noch oder möchte ich vielleicht noch ein Bild starten als Überraschungsbild für den September. Ich weiß, es ist jetzt schon eine ganze Woche rum, aber ja, das hält mich halt nicht davon ab. Genau. Außerdem fand ich persönlich das, oder ich persönlich finde das ganz schön, weil das wirklich dann ein Bild ist, was mal ganz ein bisschen anders ist, wie sonst. Da gucke ich immer an dem Tag, auf was hast du Lust, und dann wird das geholt. Ich werde halt jetzt für den Monat darauf achten, dass das nicht mega groß wird, weil das werde ich nicht schaffen, denn ich habe ja noch, ich möchte noch das Bild vorbereiten für Magic and Witchcraft, und ich möchte noch die Dark Lilith vorbereiten. Ja, und bei Magic and Witchcraft, bei der kleinen Katze sozusagen, bei der kleinen Hexe mit Katze, möchte ich auch starten. Und ja, ich will meinen ganzen Sachen auch gerecht werden, und deswegen wird dieses Überraschungsbild nicht sehr groß werden. Außerdem möchte ich ja auch noch bei dem Mushroom Diamond Painting Event mitmachen von Sandra und Marie. Ja, also von dem Kanal Sanio und Maries Diamond Painting Welt.
Genau. Von daher, ja, wird das noch, ja, doch, ein Überraschungsbild mache ich, aber wie gesagt, nur ein etwas kleineres. So, jetzt aber. Ich muss die Entscheidung immer für mich fällen, weil ich sonst immer so ein bisschen hin und her gerissen bin. Und ja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Genau. Ja, ich dachte jetzt, wir painten noch ein bisschen. Und zwar an dem Bild, was ich gezogen habe. An dieser Schönheit hier. Das muss ich mir aber gerade noch mal holen gehen, das Bildchen. Denn an dem Bild habe ich auch noch nicht gepaintet. Ja. Aber das wollte ich jetzt mal starten. Wird vielleicht auch nur so eine kleine Sektion werden, weil wie gesagt, ich wollte noch den Kuchen backen. Und ja, der braucht ja auch noch eine Zeit im Backofen. Und ich muss sagen, wir haben schon 10. Ja. Von daher, jeppati. Meine Eltern sind immer so ein bisschen, normalerweise ist es ja bei den meisten Leuten so, dass die später Kaffee trinken, aber bei meinen Eltern irgendwie nicht. Ja, aber das kann ich dir ja gleich erzählen. Ich räume gerade mal weg und hole das andere Bild. So, hier ist sie. Das ist aus dem Shop von Pichu Monat und ist 50 x 65. Gestartet hatte ich das letztes Jahr und ich habe gedacht, ein Feld 10 x 10, das hatte ich in meinem Time for Break gesagt, dass ich da ein Fältchen 10 x 10 painten möchte. Da habe ich ja das Bildchen sozusagen gezogen. Genau. So. Jetzt kommst du ein bisschen runter. Hoppala, Entschuldigung, soll eigentlich nicht so rumwackeln. Genau. Und das Fältchen würde ich gerne mit dir painten hier. Gerade so ein kleines 5 x 5. Ich denke, das ist eine ganz gute Größe. Das Bild an sich gefällt mir mega gut. Es ist von Salzkatze. Salzkatze AI. Und ja, ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe hier Feenstaubsteine mit dabei. Also mit so einem leichten Glitzer drüber. Ja, sehr, sehr schön. Hier oben ist ein bisschen, obwohl ich glaube, das ganze Bild ist ein bisschen mehr Farbwechsel, aber das ist nicht schlimm. Hier der Stein, der ist ein bisschen, stört mich gerade ein bisschen, weil der nur ein Ticken höher ist. Aber das tut dem Stein eigentlich gar keinen Abbruch, denn er hat nur so eine leichte Erhebung, aber das ist bestimmt von dieser Beschichtung, von diesem Glitzer da drauf. So, ich habe die Sachen jetzt hier in meinem Sortiersystem nicht sortiert. Da habe ich es nach der DMC sortiert und ich gucke jetzt immer einfach, welches Symbol springt mir ins Auge. Das wäre jetzt zum Beispiel das Symbol, die Zahl 6. Und dann hole ich die raus und painte die. Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich ja immer, ja, ich painte irgendwie immer unterschiedlich. Das eine mache ich der Reihe nach, das andere painte ich nach Symbol, also das Symbol, was mir ins Auge springt, und dann painte ich das. Und ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich dachte gerade, ich mache noch kurz den Fokus raus, dass du das
Nicht, dass das Bild immer so hin und her schwimmt. Aber dafür könnte ich dich auch einen Ticken dichter holen, wenn du das möchtest. So vielleicht. So sehe ich nichts. Schwierig manchmal, schwierig. Gleich stürzt mir alles ab. So, halt scharf, ja. So müsste das doch für dich auch ganz angenehm sein. Zumindest hoffe ich das. Sollte mal irgendwas sein, sag mir da bitte Bescheid. Ich versuche natürlich dann alles, um das so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja. Ja, ich finde das hier, ich weiß gar nicht, hast du auch ein Bild von Salzkatze? Salzkatze AI, sie macht ja sehr, sehr schöne Bilder, finde ich. Und auch unterschiedliche von Tieren und Frauen. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar ja, Männer ja auch. Das ist ja irgendwie jetzt so ein bisschen im Kommen, habe ich das Gefühl. Wobei ich das ja nicht, ich finde das nicht schlecht. Ich finde das sogar sehr gut. Denn so ein schönes Pärchenbild oder auch nur, wo der Mann dann halt zu sehen ist, finde ich auch sehr, sehr schön, die Sachen. Ja, aber ich habe noch keins, sagen wir so. Also ich bin da noch ist mir keins begegnet, wo ich gesagt habe, jupp, das ist es. Also ein Bildchen muss mir gleich auf Anhieb gefallen. Und dann wird das meistens oder manchmal auch gekauft. Das war früher bei mir mehr, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich die Bilder dann nicht mehr bekomme. Aber das hat sich stark reduziert. Ich muss dir ehrlich sagen, für jetzt im September habe ich noch nichts bestellt, also gar kein Diamond Painting Bild. Und im August habe ich mir die Kalender von Karat Art bestellt, die Adventskalender. Und jetzt lass mich mal überlegen. Die Minisets von Karat Art. Die Magic Poison und die Herbst Mini-Bilder. Und stopp, Fehler, ich habe noch mein Bild bestellt mit 185 Farben. Aber das braucht eine Zeit lang. Also bis das da ist, da hatte gestanden Lieferzeit, ich glaube 10 bis 12 Wochen. Ich habe ich will sagen Diamond Painting Witches bestellt. Ist das richtig? Ich glaube, die heißen Diamond Painting Witches, gell? Jetzt muss ich doch mal kurz nachgucken. Ich bin mir gerade voll unsicher. Aber ich glaube schon. Da. Ich sehe es jetzt nicht. Ach doch. Ja, Diamond Painting Witches. Da habe ich bestellt, Anfang August. Also das dauert noch ein bisschen. Ja. Aber das ist auch ganz gut so. Halt, dann kann ich mich da in aller Ruhe darauf vorbereiten, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie ich das am besten handhabe. Ich war schon am Überlegen, habe ja den Tipp bekommen, hier mit diesen Slot-Boxen
mit den kleinen hier zu arbeiten. Das ist auch richtig. Das wäre schon eine gute Alternative, eine gute Möglichkeit. Ich bin aber auch am gucken, ob ich das mit der Woll mache. Ich mache es davon abhängig, je nachdem, wie viel von jeder Farbe dabei ist. Bei 185 Farben. Wenn das dann nur so kleine Grammzahlen sind sozusagen, die gut in diese Slots hier reingehen, dann würde ich wahrscheinlich auf die Slotboxen hier gehen. Und wenn es aber nachher ja, wenn die Grammzahl zu viel ist, dann würde ich wechseln auf die Döschen wahrscheinlich. Ja, mal schauen, was kommt. Und wie gesagt, es ist noch ein bisschen hin. Ja, und Bilder, die mir super gut gefallen, ja, die kaufe ich oder tue es halt auf die Wunschliste. Aber die meisten landen jetzt bei mir, muss ich ja ehrlich sagen, auf der Wunschliste, weil ich habe Bilder zu Hause und momentan ist es so, dass ich da dann immer ein bisschen abwarte einfach. Ja. Denn ich denke mir dann, naja gut, wenn sie nicht mehr da sind, sind sie nicht mehr da. Dann setze ich mich mal auf die Warteliste und gucke. Und wenn das halt bei Shops ist, wo gesagt wird, wenn weg, dann weg, dann muss ich dir ehrlich sagen, ja, dann ist es halt so. Dann bin ich zwar eine Zeit lang traurig, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Dann ist es so. Manchmal hat man ja Glück und es kommt dann doch wieder rein, weil es nachbeordert wurde, weil viele gesagt haben, dass es gerne doch noch gehabt hätten. Und wenn das halt nicht der Fall ist, ja, schade. Genau. Aber gut, was will man machen? Ja. Ich glaube, manche haben Bilder daheim und da ist das dann auch nicht so schlimm. Oder die empfinden das vielleicht genauso wie ich und empfinden das dann nicht als so dramatisch. Ich meine, man ist traurig, das ist bei mir genauso. Aber ändern kann ich es halt auch nicht. Ne? Ja. Tja, ja, so ist das mit den schönen Bildern. Außerdem denke ich mir manchmal, wie gesagt, das ist wirklich phasenabhängig. Guck mal, du hast so schöne Bilder. Da brauchst du nicht traurig sein, dass du das da jetzt nicht gekriegt hast, zum Beispiel. Aber das muss ich mir halt auch immer wieder zurechtrufen im Kopf. Ne? Ja, was will man machen? Das ist so. Und ich denke auch, dass ich da damit vielleicht nicht alleine bin. Ja. Ja, ja. Was will man machen? Ich würde ja mal painten, wenn es meine Zeit hergibt. Aber wenn ich mehr painte, kann ich vielleicht nicht mehr Geld verdienen. Es ist ein Kreislauf, es ist eine Zwickmühle, wie man so schön sagt. Das eine ist bei mir nicht möglich ohne das andere. Ja, aber gut, so ist es. Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich wollte dir ja noch erzählen für heute Mittag. Ich muss jetzt mal gucken, was für Kuchen ich backe. Irgendwie habe ich mega Lust auf Gewürzkuchen, auf Schokogewürzkuchen. Den isst mein Papa auch sehr, sehr gerne. Und ja, ich denke mal, dass ich den machen werde.
und den dann auch mit hochnehmen. Doch, nicht mal gucken, ich denke mal, der wird's. Und ja, sie sind halt so gepolt irgendwie, dass sie relativ früh in Anführungsstrichen Kaffee und Kuchen haben oder essen. Denn zum Beispiel bei meinen Schwiegerleuten ist es so, bei meinen Schwiegereltern, die machen Kaffeekuchen zwischen 3 und 4. Ja, und bei meinen Eltern ist es so, die machen Kaffeekuchen 2:30, 3. Also da ist immer, ja, es ist halt ein Ticken früher. Ich weiß gar nicht, wenn ihr Kaffee und Kuchen macht, habt ihr da auch so von früher noch so eine Zeit? Oder dann, wenn Lust drauf ist, so nach dem Motto. Ja, ich meine, den Kuchen esse ich auch je nachdem, wenn ich Lust drauf habe. Aber wenn ich halt irgendwo hingehe oder eingeladen werde, da ist es meistens so um 3 dann, ja, Kaffeekuchenzeit. Ja, finde ich aber auch nicht schlecht. Das ist ja, kann ja auch bei jedem unterschiedlich sein, ja. Also wie gesagt, je nachdem, wie man es von zu Hause aus, ich will jetzt nicht sagen gelernt hat, wie man es gewohnt ist, ja. Das ist je nachdem. Ja, aber ich hoffe, Sie freuen sich heute Mittag. Ich habe jetzt noch nicht Bescheid gesagt. Ich denke mal, meine Mama ist noch, also früher war das so bei uns, wir haben sonntags immer Kaffeekuchen gehabt. Da war dann meine Schwester oder ich oder mein Bruder haben morgens einen Kuchen gebacken oder samstags abends gebacken, der dann für den nächsten Tag war, also für den Sonntag war. Das war bei uns so, das war gang und gäbe. Und zum Großteil hat das meine Mama jetzt auch beibehalten, aber halt nicht mehr so oft. Also wenn es ihr gut geht, dann macht sie das noch. Wenn es ihr nicht so gut geht, dann fällt das halt aus. Und ich dachte heute, wenn das hier wirklich wieder so schön warm werden soll, dann backe ich hier den Kuchen. Ich werde sie auch später anrufen und ihr Bescheid sagen. Und dann hoffe ich, dass sie noch nichts gebacken hat. Und ich hoffe, dass ihr das recht ist, was ich backe. Ja, das kann auch mal sein, dass ihr das nicht so recht ist. Aber ich meine, das kennst du vielleicht auch. Genau. Ja, mal schauen, was da noch so ist. Obwohl backen tue ich sehr, sehr gerne. Ich habe früher super gerne gebacken. Und habe auch so Torten probiert und wie dieses mit dem Fondant und dem Ganzen so in war, habe ich das auch gemacht. Ich habe dann auch für meine Freundinnen und Freunde die Torten gebacken für Kindergeburtstag und sowas. Aber das ist jetzt so nach und nach, nachdem die Kinder größer wurden, ist das eingeschlafen. Ja. Ich kann das noch, ja, aber ich glaube, das wäre mir jetzt alles, ja, ich will nicht sagen ein bisschen viel, aber ich müsste mich schon darauf richtig wieder konzentrieren. Früher ist das dann locker von der Hand gegangen. Ach, wie sich das anhört, als wäre ich mega alt. Früher. So alt bin ich noch gar nicht. Oh, oje, oje. Darf ich das Ding vergessen? Komm noch mal raus. Ja, genau. So ist es. Ja, no.
Das war auch die Woche. Also da habe ich wirklich gedacht, meine Tochter ist ja so fies. Meine Tochter und mein Sohn, die sind ja jetzt schon größer wie ich. Also meine Tochter ist zwar erst 12, aber die ist jetzt schon über, ja doch, also ich bin 1,74 und sie ist größer wie ich. Also wenn wir beide keine Schuhe anhaben, ist sie schon ein paar, so gefühlt so ein Zentimeter größer wie ich. Und ich habe am Küchentisch gesessen und habe Plättchen geguckt. Plättchen meine ich das heißt bei uns so die Prospekte von Aldi, Lidl und Edeka und. Ja, die habe ich geguckt und auf einmal sagt sie zu mir, oh, Mama, ich sehe da was. Sag ich, oh mein Gott, was siehst du? Was? Und da hat sie an meine Haare gefasst, sagte, guck mal da. Da hast du ein graues Haar. Und da dachte ich, nein. Also ich finde das nicht schlimm, um Gottes Willen, ja. Aber da dachte ich, oh nein, siehst du. Jetzt startet die Zeit bei mir. Aber gut, was will man machen? Ja, das ist der Lauf der Dinge. Und ich finde das auch nicht schlimm. Aber ich fand es so die Reaktion von meiner Tochter. Oh mein Gott, ein graues Haar. Ja, fand ich schon ganz lustig von ihr. Und ein bisschen gemein, ja. Da hat sie zu mir gesagt, jetzt bist du nicht nur die Kleinste, sondern wirst auch schon grau. Das heißt, du wirst als erstes grau. Ja, bei meinem Mann, der ist älter wie ich, da sieht man das nicht. Ja, der ist nämlich wirklich eigentlich strohblond. Ja, und dadurch fallen bei ihm die grauen Haare nicht auf. So, wenn man da aber ganz genau hinguckt, hat er definitiv schon welche. Ja, aber gut, er kann sie halt gut tarnen, sagen wir so. Ja, aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Das ist der Lauf der Zeit. Und dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn ich mal ein graues Haar habe. Oder 3 oder 4 oder mein Gott. Ich meine, das wird halt jetzt kommen. Ja. Ja, so ist das. Aber ich glaube, da ist keiner von uns gefeit. Der eine kriegt sie früher, der andere kriegt sie später. Das ist so. Ja. Was will man machen? Ich meine, ich könnte sie mir tönen oder färben, aber da habe ich momentan keine Lust drauf. Ich bin mit meiner Haarfarbe, mit meiner Naturhaarfarbe zufrieden. Sie war mal so ein richtig schönes Honigblond und jetzt ist es ja ein dunkleres Blond halt geworden. Also ich weiß nicht, das hat sich bei mir über die Jahre hin verändert. Das ist so. Ich habe auch noch Bilder von mir, wie ich klein war. Also wie ich, ja, auch in dem Alter von meiner Tochter. Und da habe ich auch die wirklich so strohblonde, weißblonde Haare schon fast. Und das ist aber dann weggegangen ab 20 und später Ende 20 mit den obwohl Mitte 20 mit den Schwangerschaften. Als ich mit meinem Sohn dann schwanger war, ist das dunkler geworden. Ja, eigentlich gefühlt von jetzt auf gleich. Aber da hat die Ärztin zu mir gesagt, das wäre so, das wäre der Hormonhaushalt. Da hat man keinen Einfluss drauf. Ist ja auch nicht schlimm. Es sind ja nur die Haare. Und ich meine, wenn das mich jetzt so extrem gestört hätte, hätte ich ja trotzdem auch mal zum Friseur gehen können und sagen können, du kannst du mal kurz das mal rummachen. Die Möglichkeit hat man ja. Genau. Oh, das ist der schöne Fairy Dust Ton in rosa.
Das ist der, wo hier so ein bisschen hoch steht, der eine, aber der ist nicht schlimm. Das kann auch sein, dass da was drunter liegt. Ja, aber nicht schlimm. Das stört mich jetzt nicht, solange der Stein hält und nicht größer oder kleiner ist wie das Kästchen, wie die anderen Steine verschiebt, ist das vollkommen in Ordnung und er bleibt da drin. Da hat er gar keine andere Wahl. Ja, du siehst, hier sind viele, viele Farben drin. Ja, und ich setze das Bild auch gerne einzeln. Ich glaube, das ist hier gar kein Muss. Ich glaube, die liegen auch sonst gut, aber wenn ich so kleine Felder habe, mache ich das immer ganz gerne, dass ich da auch mal einzeln setze. Ich habe ja jetzt gesehen bei Sandra, bei Leni Swears Diamond, dass der E-Painter jetzt auch mit Mehrfachaufsetzer gibt, also entweder Zweier- oder Dreier Mehrfachaufsatz. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen E-Painter, ich habe das noch nie getestet. Da, falls du den hast, könntest du mir ja mal deine Erfahrungen damit reinschreiben, ob das wirklich so eine Erleichterung ist, weil man bräuchte ja dann wohl keinen Wachs mehr und Putti und. Also das bräuchte man ja dann alles nicht mehr. Und ja, es wäre ja schon eine schöne Sache eigentlich. Aber bis jetzt, wie gesagt, habe ich mich da noch nicht getraut. Und ist der laut? Also Sandra hatte ihn ja in ihrem Video laufen. Ich fand ihn jetzt gar nicht so laut. Jetzt, ja, es würde mich mal interessieren, ob das ja wieder so die Meinung sind, wie die Erfahrung ist, vielleicht auch von dir. Oder ob wir den mal vielleicht zusammen testen sollten. Ich weiß es nicht. Ich bin davon jetzt auch, also ich bin da kein Gegner von, aber ich habe ihn halt noch nicht gekauft und hier muss ich den Wachs wechseln. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Ja, du kannst mir ja gerne mal schreiben, wenn du möchtest, und dann können wir ja vielleicht auch mal zusammen schauen. Ja, genau. Mal gucken. Ich habe gerade gedacht, jetzt nehme ich schon wieder das Licht, weil ich habe meine Deckenlampe an. Und ich glaube, immer wenn ich hier rüber gehe, dann nehme ich das Licht. Und wenn ich von hier gucke, nicht. Ich habe halt das Stativ von der Kamera in der Mitte stehen. Da muss ich auch mal schauen. Aber ich finde, es ist doch ganz gut so. Oder? Wenn nicht, sag mir, wie gesagt, bitte immer gerne Bescheid. Denn wenn man sich nicht meldet, dann kann man sich nicht verbessern. Ja, so sehe ich das immer. Also ich finde Vorschläge oder auch wenn du es so nennen möchtest, Kritiken nicht schlimm, sondern wie gesagt, daran kann man nur wachsen. Von dem B habe ich nur den einen. Ja, ich glaube. Also ich finde auch die Farben hier von dem Bild sehr, sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Das war ein Bild, das hat mir letztes Jahr so gut gefallen und in dem Stil hat sie, glaube ich, also ist bei Pichu Munat, ob die jetzt noch drin sind, weiß ich nicht, waren da noch mehr drin, so in dem Stil. Die haben mir super gut gefallen, aber man kann halt nicht, also ich kann nicht alles kaufen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Und deswegen
wurde es halt das Bild, was mir am meisten von denen gefallen hat. Ja. Wenn man könnte, wie man wollte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gut, aber manches geht halt nicht. Ja. So. Ich würde sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir sind. Machen wir die noch. Ich würde noch gerne hier unten entweder das Herzchen oder den Pfeil machen, dass wir das noch zusammen machen. Ja, an welchem Bild paintest du denn gerade? Hast du eine wunderschöne Woche gehabt? Ich will das eigentlich immer am Anfang fragen, aber ich vergesse das dann. Das ärgert mich dann immer so ein bisschen, weil ich ja auch gerne wissen würde, wie deine Woche so war und wir uns da so ein bisschen austauschen können. Ja. Und ja, das ist eine Sache, ich vergesse die immer zu fragen am Anfang. Na gut, das nächste Mal. Ich bin auch jemand, ich schreibe mir gerne immer so kleine Stichpunkte auf, damit ich nicht von dem einen so stark auf das andere Thema komme, weil ja, manchmal sind ja meine Sprünge extrem und deswegen schreibe ich mir so einen kleinen, also so kleine Stichpunkte. Du kennst mich ja, ich habe immer so einen kleinen roten Faden, versuche ich immer, aber jetzt heute auch schon wieder nicht. Also heute ist das alles wieder spontan, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm für dich, hoffentlich, dass du mir gut folgen kannst. Sollte das nicht sein, sag mir bitte Bescheid. Oje, oje. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob du es als störend empfindest, wenn ich auch mal dann halt von meinen Kindern erzähle oder was wir da erlebt haben. Aber bei mir, in meinem Leben gehören sie halt dazu. Und ich genieße die Zeit, solange sie halt bei mir sind. Die gehen nur früh genug ihren Weg. Und das dürfen sie auch. Dafür möchte ich sie gerne rüsten. Und ja, jetzt darf ich sie noch begleiten. Und deswegen teile ich das auch gerne mit dir. Ja. Wenn du natürlich sagst, du möchtest eigentlich nur bei Diamond Painting Videos die Sachen hören, die mit Diamond Painting zu tun haben, dann sag mir das bitte. Ja, aber ich glaube, die meisten oder dich freut es, wenn ich auch mal so ein bisschen von den privaten Sachen einfach erzähle. Ja, ich hoffe doch. Also, ja, falls nicht, wie gesagt, sag mir Bescheid. Das ist kein Beinbruch und das sind auch keine Sachen, die ich böse nehme. Ich bin ein Mensch, ich nehme sehr, sehr selten Sachen böse und krumm. Manchmal ist es sogar so, das hatte ich jetzt auch wieder im Freundesbereich. Und da haben wir uns unterhalten und dann kam, ja, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Spruch. Also wie gesagt, ich habe das nicht so empfunden. Und nachher sagt meine Freundin zu mir, ja, guck mal, das war auch ein ganz schöner Tiefschlag gegen dich. Und ich so, hab da gehockt. Was meinst denn du? Sagt sie, das und das. Und ich habe das so und so verstanden. Ich so, nee, so habe ich das nicht verstanden. Sag ich, dachte, der meint das so und so. Ja, manchmal bin ich auch schwer vom Begriff wahrscheinlich. Aber ja,
Ja, wie gesagt, ich nehme selten Sachen krumm. Oder böse. Oder wie auch immer du das nennen möchtest. Das ist bei mir eigentlich selten der Fall. Also nur, wenn ich ganz direkt mit dem Kopf drauf gestoßen werde. Ja, das ist auch. Also ich bin halt so ein Mensch und fertig. Ja, ich kann auch keinem böse sein. Wenn der doch seine Meinung hat und seine Meinung sagt, finde ich, ist das auch völlig in Ordnung. Ob ich jetzt mit der Meinung konform bin, übereinstimme oder dagegen bin oder eine andere Meinung dazu habe, sei mal dahingestellt. Trotzdem darf der ja seine eigene Meinung haben und äußern, finde ich. Also ich bin da sehr offen. Wahrscheinlich. Ja. So, jetzt habe ich doch mehr gependet, wie ich jetzt eigentlich wollte. Aber jetzt müssen wir noch kurz die 5 machen. Denn dann habe ich vielleicht wenigstens hier das eine kleine Blütenblatt etwas fertig. Aber wie gesagt, du siehst, es sind wirklich, wirklich auch in dem kleinen Feld 5 mal 5 viele, viele Farben drin. Ja. Ja, ich würde sagen, den Rest painte ich später weiter. Jetzt geht es an die Rührmaschine. Ich mag es zwar nicht, das Feld dann so angefangen liegen zu lassen, aber das geht jetzt auch nicht anders. Genau. So. Mit der Stift nicht hin und her fällt. Abdecken brauche ich jetzt nicht mehr, weil der hält nicht mehr da drauf. Was ich bei sowas dann immer ganz gerne mache, ist, ich lege mein Schiffchen gerne andersrum drüber, damit das abgedeckt ist und mir da nichts passieren kann, falls ich doch mal vergesse, dass das angefangen ist und ich nachher, wenn ich komme, dann drauf fasse oder was hinlege. So ist es wenigstens dann geschützt. Ja, aber ich finde schon, also es kommt ja schön, mega schön raus. Ja, du siehst es. Die Steinchen glitzern und funkeln auch. Aber gut, wie gesagt, ich habe auch die Deckenlampe an. Ja. Aber trotzdem mega schön. Also bei dem Bild habe ich mich echt gefragt, warum hast du das nicht weiter gepaintet? Aber wenn ich das jetzt so sehe, ja, ist halt Konfetti. No? Ja, oder würdest du das nicht als Konfetti bezeichnen? Ich weiß ja nicht. Ich bin da ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Gut, bei Colorblocking, also da bin ich mir ja wirklich einig, glaube ich, mit dir, wenn ich sage, zum Beispiel, das hier ist so gut wie nur dieser Pfeil schräg nach unten. Und das ist Colorblocking, oder? Wie siehst du das? Ja, also doch ein schönes Bild, gell? So, siehst du es nochmal komplett? Halt, stopp. Hier unten siehst du noch mein Füßchen von der Kamera. So, jetzt. Ist doch wunderschön. Ich finde mit den Blumen im Haar. Und dann hier ihre Haar. Übrigens, sie ist auch grau, ja? Jetzt nur mal so nebenbei. Das muss ich meiner Tochter sagen. Super jung und hat graue Haare. So, zumindest glaube ich das. Das Z, das haben wir eben gepaintet. Haben wir das gepaintet? Ich glaube ja. Ich glaube, das Z war ein dunkler Ton. Ja, und sie hat auch so weiße, graue Strähnchen drin. Z, Y, V. Ja, grau. Das zeige ich Ihnen nachher. Grau. Aber wunderschöne Augen mit dem Grün. Wunderschöne
grüne, leuchtende Augen, finde ich. Ja, so, jetzt genug davon. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega freuen. Und dann sehen wir uns und hören uns am Dienstag hoffentlich wieder. Ja, mal gucken. Ich glaube, da zeige ich dir mein Pilzbild, weil was anderes fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Und das möchte ich ja auch gerne vorbereiten und dir noch mal zeigen, weil das ist ja auch ein bisschen, es ist zwar von Diamond Art Club, aber es ist wirklich ein kleineres Bildchen einfach. Und ich hatte das bei Diamond Art Club so gar nicht auf dem Schirm. Ja. Also in diesem Sinne hoffe ich, du hast noch einen wunderschönen Sonntag und starte gut in die neue Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Tschüss.